Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Das zweite Spiel steht auf dem Programm in dieser Playoff-Serie, das zweite Heimspiel von der ZSC Lions. Spieler sind parat und der Walter Scheibli, der ist auch zurück. Er ist im Stadion. Alles klar beim Walti? Ja, Flavio, ich bin oben auf der Tribüne mit gutem Blick aufs Eis runter. Und tolle Stimmung in dieser Halle. Fans sind geschwenkt worden, gratis verteilt von den Sponsoren. Und die Mannschaften sind bereit beim ZSC. Hoffen natürlich auf den zweiten Sieg im dritten Spiel. ZSC können ausgleichen, 11. Minute, Steilpass für auf den Dennis Malgin und er trifft zum 1:1. Verdienten Ausgleich, allerdings der ZSC noch mit einiger Mühe, aber das Goal, das wird Selbstvertrauen, das wird wieder anstacheln. Ein neuer Spielstand, ZSC 1, Biel 1. Im Hallenstadion tatsächlich der ZSC hat können ausgleichen in Überzahl, herrlichen Angriff und der Roman Wick erzielt 2:2. Jetzt wird wieder gejubelt, jetzt hat man wieder Hoffnung und die muss natürlich auch wieder seine Fortsetzung finden. Aber im Moment heißt ZSC 2 und Biel 2. ZSC Lions verlieren das Spiel im Penaltyschiessen und das, Walti, obwohl wir 2:0 geführt haben. Unglaublich, da habe ich wirklich gedacht, heute schaffen wir es. Ist ja nie unsere Stärke gewesen. Denke im richtigen Moment da sein und siehe da, es hat nochmal gekehrt. Ja, wirklich unglaublich. Nach dem 2:0 im Penalty habe ich gedacht, ja, das haben wir gut überstanden. Sonst, was sagst du zum Spiel? Wie hast du das gesehen? Das Spiel natürlich mit ganz unterschiedlichen Phasen. Erster Drittel schwach vom ZSC, da war ja wieder nicht parat. Mitteldrittel war schon gut, da hätte man mehr daraus machen müssen. Ausgleichen dann im letzten Abschnitt. Und dann das Penalty. Ich darf nicht dran denken. Ja, unglaublich. Walter Scheibli, wir lassen dich gerade zum Spieler zum Interview gehen. Roman Wick, ein Match mit verschiedenen Phasen. Im ersten Drittel ZSC wiederum nicht ganz bereit. Mitteldrittel stark gewesen. Da hätte man eigentlich mehr daraus machen müssen. Und der Schlussdrittel wieder ausgleichen. Und dann das Penalty schiessen. Mein Gott, habe ich gesagt, wir führen 2:0. Das können wir doch nicht mehr vermasseln. Und wir haben es nochmal aus der Hand gegeben. Ja, du hast eigentlich den Match jetzt gerade perfekt analysiert. Ja. Im zweiten Drittel hätten wir vielleicht die eine oder die andere mehr reinhauen können. Sie haben gut defensiv gespielt und ja, schlussendlich Penaltyschüsse ist ein bisschen Lotterie. Vor allen Dingen hatte ich immer den Eindruck gehabt, im Mitteldrittel, wo der ZSC viel Tempo gemacht hat, da hat man dominiert, den Gegner durchs Tempo. Ja, das ist so. Mit viel Speed können wir sie unter Druck setzen und kommen zu vielen Chancen. Jetzt müssen wir vielleicht noch ein bisschen cooler werden vor dem Goal. Es geht natürlich weiter, nächster Match in Biel. Und in Biel hat man ja bisher gar keine so schlechte Playoff-Erfahrungen gemacht. Ja, es ist so. Ich meine, ja, wir werden den Match jetzt probieren analysieren und dann Vollgas in Biel wieder das Heimrecht zurückholen. Es geht nichts anderes. Das war der Roman Wick, heute wieder bei den Besten vom ZSC. Ja, Walter Scheibli, du hast gerade das Interview mit dem Roman Wick. Wie hast du das gerade eingeschätzt? Was hat er dazu gesagt? Natürlich ist er enttäuscht, das hat man ihm gerade angesehen. Wer nicht? Vor allen Dingen, weil es so schlecht gelaufen ist, wo man gemeint hat, in dieser Verlängerung mit der Penaltyschüsse 2:0 Führung, da kann nichts mehr anbrennen.
und wir haben es noch nie in trockenen Tüchern gehabt. Ja, wir regen uns natürlich auf, aber wir müssen vorher schauen. Am nächsten Samstag geht es ja weiter auswärts in Biel. Wie schätzt du die Lage ein für den ZSC? Bisher hat er immer Angst gehabt, auf Biel zu reisen, hat er 3-mal verloren. Jetzt hat es ein bisschen gekehrt und vielleicht ist es so besser in Biel wie im Hallenstadion. Wir sind ja Optimisten und wir glauben auch immer noch daran, der ZSC muss es doch schaffen. Ja, da glauben wir natürlich dran. Am Samstag, also in Biel. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim nächsten Heimspiel hier im Hallenstadion am Dienstag. Wir freuen uns, wenn wir uns dann wieder sehen. Bis dann.